Ja, guten Morgen zusammen. Heute geht es mal an das Gepäcksystem der G350 von Lambretta. Ich werde heute mal einen Gepäckträger anbauen, und zwar diesen hier. Ich zeige euch den gleich mal im Detail, weil da habe ich 2, 3 Sachen noch dran verändert. Und der wird dann die Basis für eine Adapterplatte von Givi, wo ich dann hinten ein schönes Topcase drauf machen kann für meine Reise. Und ich zeige euch mal, wie das heute angebaut wird. Das sollte relativ einfach sein. Aber bevor ich anfange mit der Montage, zeige ich euch erstmal, was ich an dem Gepäckträger verändert habe. So, das ist das gute Stück. Das ist der flache Gepäckträger von Lambretta selber. Hier hinten sieht man es. Da ist das Branding drauf. Also der Original. Es gibt ja diesen Klappgepäckträger von Lambretta. Und dann gibt es jetzt diesen flachen hier. Und der ist eher gemacht für den Anbau einer Topbox hinten. Ich habe jetzt bei dem 2 Sachen verändert. Ich mache ja hinten relativ viel Gewicht drauf. Da kommt wahrscheinlich eine Alubox drauf. Ich habe das jetzt zu einem Metallbauer gebracht und habe jetzt ein paar Sachen verändern lassen. Die kann ich euch hier mal zeigen. Einmal habe ich hinten hier dieses Hauptstück, wo die ganze Last drauf sitzt, verstärken lassen durch eine weitere Metallplatte. Denn das war, ja, ich sag mal, glaube nicht so super stabiles Metall. Reicht in der Regel natürlich für normales Gepäck aus, aber für das, was ich mache, brauche ich da mehr Stabilität. Das Ganze wurde dann hier nochmal angeschweißt, also eine zusätzliche Verstärkung des Mittelbereiches. Und auf der anderen Seite, vorher gab es nur diese Strebe hier hinten, die also sozusagen den Halter hier, diese Halterplatte gegen die Auflage hinten abstützt. Und das war mir ein bisschen wenig, auch in dem Winkel hier, ne, kann man sich vorstellen, wenn man das jetzt so von der Seite sieht. Die ganze Last liegt dann letztendlich nachher hier auf dieser Schweißnaht hier vorne und auf dieser kleinen Stütze. Das war mir ein bisschen wenig. Und ich habe mir jetzt vom Metallbauer 2 zusätzliche Stützen anschweißen lassen, die jetzt hier hinten ansitzen. Sieht jetzt alles nicht so perfekt aus, weil natürlich, ich habe das nur mit Silber hier nachlackiert. Ist aber egal, das ist nachher nicht zu sehen, weil das Topcase drauf ist. Aber jetzt habe ich natürlich eine viel bessere Abstützung dieser Bodenhalterung hier von der Topcase-Platte dann gegen die Haupthalterung und dazu noch die Verstärkung hier an der Seite. Also das sollte jetzt wirklich deutlich mehr als 6 Kilo aushalten. Aber wie gesagt, der normale Gepäckträger, also für leichtere Sachen bis 6 Kilo sollte das alles gut passen. Ich habe ein bisschen mehr vor und auf der langen Tour möchte ich da keine Überraschung erleben. Von daher zusätzliche Abstützung, Verstärkung und das sollte jetzt wirklich richtig stabil sein. Der Anbau sollte relativ simpel sein. Das Ganze kommt dann hier so ran an diese beiden Schrauben und hinten dann an die Schrauben in der Karosserie. Ich hoffe, das passt alles so von der Passgenauigkeit, aber das werden wir gleich sehen. Dann würde ich sagen, baue ich das Ganze mal an. Hier erstmal diese Verschraubung weg. Das ist ein bisschen, ja, da könnte vielleicht irgendwie, sind halt so eine Zierschrauben. Da wäre es irgendwie ganz schön, wenn da ein Torx oder irgendwas oben wäre, damit man das ein bisschen besser greifen kann. Hier unten ist noch eine Gummidichtung. So, und jetzt am nächsten Schritt kommen jetzt diese 4 Halterungspunkte hier. Ich nehme an, dass der Originalgriff jetzt ab kann. Der wird dann ersetzt durch den Griff am Gepäckträger. So, diese Schrauben brauchen wir natürlich gleich wieder. Sollten alle gleich lang sein. So, jetzt müsste das Ganze hier locker sein. Ist es? Das machen wir mal ein bisschen ab hier. Hier ist noch so eine Gummilippe innen drin. Aber das sollte jetzt reichen, um das Ganze erstmal abzunehmen. Das ist also jetzt der Originalgriff hier. Das greift jetzt hier in diese Hülsen ein. Das ist ganz gut, aber ich glaube, kleine Gummischeibe drunter. So, dass das schon mal arretiert ist. Hier ist jetzt ein bisschen Spannung drauf. Da müssen wir ein bisschen ziehen. Das war bei dem Klappgepäckträger auch so. Die passen hier nicht so 100% rein. Da muss man ein bisschen ziehen. Und dann geht das. So, alles erstmal nur locker. Okay, das war das. Jetzt müssen wir mal hier hinten gucken. Das sieht aber ganz gut aus hinten. So, und hier hinten ist mir natürlich jetzt schon wichtig, dass hier nicht Metall auf Lack liegt. Ne? Das geht nicht. So, ich habe mir da jetzt ein paar Unterlegscheiben hier mal rausgesucht. Könnte vielleicht sogar 2 nehmen. Das Ganze weg ist, desto besser. So. Andere Seite auch noch eine zweite. So, jetzt habe ich hier schon mal einen schönen Abstand zum Lack. So, für solche kleinen Ecken hier, da ist natürlich das Werkzeug von Vera immer sehr gut, dieser Minischlüssel hier.
Ja, hier muss man aufpassen, dass man hier nichts verzieht. Einfach nur fest, aber nicht zu fest die Schrauben. Also wirklich so ein bisschen aus dem Handgelenk. Und dann passt das. So, also Anbau relativ simpel. Hier oben ist ein bisschen Spannung drauf. Das heißt, da muss man ein bisschen auseinanderziehen. Aber das war, wie gesagt, bei dem Klappgepäckträger auch. Da ist die Passform jetzt nicht zu 100%. Aber das kriegt man hin. Einfach eine Seite reinschrauben, dann die andere Seite ein bisschen nachziehen. Dann schlüpft es in diese Hülse rein, Schrauben rein und dann ist das kein Problem. Hier unten hat es gut gepasst. Da habe ich jetzt hier die silbernen Schrauben genommen, die da ganz gut zu passen. Und ja, das hier, also da geht eher der Roller und die Karosserie kaputt, bevor dieser Gepäckträger irgendwie was macht. Der sitzt so bombenfest. Marke Eigenbau, gut funktioniert, jetzt auf jeden Fall stabil. So, nächster Schritt ist jetzt, ich mache mir jetzt hier die Adapterplatte rauf für meinen Givi Topcase. Diese Adapterplatte hier von Givi. So, Plastik auf Metall, das rutscht natürlich ein bisschen sehr. Aber da mache ich mir hier so ein Moosgummi runter. Wenn man das nachher anzieht, gibt es dann auch kein Klappern, keine Vibrationen. Sehr gut. So, also ein bisschen Moosgummi runter, damit es nicht klappert und ein bisschen besser hält. Jetzt muss ich natürlich erstmal messen, wo die Position ist, damit man die Sitzbank zukriegt, wenn das Topcase drauf ist. Müssen wir jetzt mal kurz das Topcase drauf machen. Okay. Schon gesehen. Hier geht es jetzt schön auf. Super. Gut, jetzt vorsichtig das Topcase wieder runter, ohne dass das verrutscht. Das Ganze sollte natürlich hier gerade drauf sein. Da kann man sich immer gut an diesen Löchern hier unten orientieren. So, die Platte ist jetzt in der richtigen Position. Jetzt nimmt man einfach sich diese kleinen Winkel hier. Die werden dann hier unten gegengeklemmt. Schraube von oben durch, die Platte oben rein und eine Schraube, eine Mutter von unten. Ganz simpel. Ja, das ist immer so ein bisschen Geduldsspiel hier. Dauert ein bisschen, bis man die ganzen Schrauben drin hat, gekontert hat. Ein bisschen Fleißarbeit, aber an sich jetzt nichts technisch Kompliziertes. Muss halt nur klemmen, das Ganze gut. Ja, und dann heißt es einfach nur alle Schrauben anziehen. Zu guter Letzt kommt jetzt hier diese Abdeckung rüber. So, und die wird mit solchen Minischrauben hier noch arretiert. Und dann haben wir das Ganze auch schon drauf. Ja, diese Givi Universal Adapterplatten, die sind natürlich jetzt nicht gerade super schick. Ne? Also wenn man das jetzt so hier dran hat an dem Gepäckträger, jetzt für die Reise ist es okay. Da lasse ich das so, da ist ja auch dann die Box drüber, da sieht man das dann nicht. Aber so im normalen Straßenbetrieb würde ich das natürlich nicht dran lassen. Also nicht bei einer Lambretta oder auch nicht bei einer Vespa. Da würde ich das dann wieder abbauen und den Gepäckträger ganz normal nutzen als Gepäckträger für eine Tasche zum Festschnallen. So, jetzt kann auch das Helmfach wieder rein. So, jetzt der große Moment. Jetzt kommt das Givi Topcase rauf. Und das ist wirklich ein schönes System. Wird hier vorne nur reingeschoben, runtergedrückt und das war es auch schon. Fertig. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Ja, das ist jetzt nicht super schön, aber ich muss halt für meine Reise eine praktische Lösung finden. Das ist jetzt auch nicht zu groß. Also ich finde, das geht jetzt noch von den Proportionen. Es gibt ja noch Topboxen, die deutlich größer sind mit über 50 Litern. Habe ich auch eine mit 56 oder 58 Litern. Das hier ist eine 46 Liter Topbox und dadurch, dass die Silber ist, ja, das passt schon. Ich glaube, wenn dann vorne die Scheibe dran ist, dann ist das schon okay und sieht dann schon so ein bisschen nach Tourer aus. Und mit dem Gepäckträger bin ich zufrieden. Ich habe da mehrere Varianten mir geholt gehabt, auch so einen ganz flachen. Aber ich glaube, dass das wirklich die sicherste und beste Variante jetzt ist. Denn das hier sieht jetzt wirklich stabil aus. Ein bisschen Eigenkreation, aber hilft und macht das Ganze jetzt wirklich extrem stabil. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen dran rütteln hier. Ja, also da seht ihr schon,
Der Gepäckträger wackelt nicht, da wackelt der ganze Roller. Also das hält wirklich gut. Ja, und so eine Topbox hat halt den Vorteil, abschließbar, wasserdicht. Kann man auch mal das Fahrzeug verlassen und die Sachen dran lassen. Handhabung super leicht. Sehr robuster Schlüssel hier mit so einer Wasserschutzkappe. Dann die Lasche hoch und dann kommen wir an das Topcase ran. Und ihr seht schon, da passt wirklich eine Menge rein. 46 Liter ist natürlich jetzt für eine sehr lange Tour nicht viel. Aber da werde ich auch noch mal ein Video machen, wie ich hier mein Gepäck für 3-4 Wochen reinkriege. Das wird noch eine Herausforderung. Also Topcase maximal belastbar bis 10 Kilo und 120 km/h. Ich glaube, da werde ich kein Problem kriegen. Mehr als 10 Kilo kommt hier eh nicht rein. Wahrscheinlich deutlich weniger, um den Gepäckträger nicht so zu belasten. Aber jetzt hat die Lambretta Stauraum und jetzt kann man hier auch mal einen Helm reinmachen. So, Topbox ist angebaut, war jetzt nicht so schwierig, ein bisschen Fummelarbeit da halt mit der Adapterplatte, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber Gepäckträger hat erstaunlich gut funktioniert, nur einmal ein bisschen ziehen, damit dann oben der Träger in die kleinen Nuten da reinrutscht und dann war das erledigt. Ansonsten, ja, Topbox finde ich super, ist der GV Tracker Dolomiti übrigens. Die nutze ich meistens, auch für meine Vespa hatte ich einen schwarzen. Die sehen halt nicht ganz so modern aus. Die sind nicht so eckig wie diese Adventure-Boxen, sondern die haben halt so ein bisschen abgerundete Ecken noch. Ja, sieht man hier so an der Seite. Dadurch sehen die noch ein bisschen klassischer aus. Ich finde das Silberne passt ganz gut. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ja, also die erste Gepäcklösung ist dran. Wird nicht die letzte sein, da muss mehr passieren, weil das reicht noch nicht für die ganze Tour. Also da kommt noch einiges. Ich mache jetzt noch eine kleine Testfahrt. Schauen mal, ob die Balance okay ist, ob vielleicht andere Lenkerendengewichte ran müssen, schwerere. Das muss man manchmal machen, wenn eine Topbox hinten drauf ist. Aber wir werden schauen. Ich werde euch beim nächsten Mal berichten. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.